Reisen in Krisenzeiten, der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie. Beides liegt uns schwer im Magen. Vor allem Urlaubsreisen waren mit Unsicherheiten und vielen Beschränkungen verbunden. Jetzt machen viele Länder auf. Und wie groß ist der Urlaubshunger? Ich sehne mich wirklich nach Wasser, nach dem Meer oder nach dem Gebirge, irgendwie was anderes. Fernweh ist riesig und ich habe inzwischen die Einstellung, dass wir lernen müssen, damit zu leben. Ich nehme die Lage schon ernst, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das vom Reisen oder allgemein vom Leben abhalten würde, nein. Die Leute fahren wieder in Urlaub, man sieht auch ganz viel im Freundes- und Bekanntenkreis, dass da viel gereist wird, auch noch viel jetzt gerade bei dem Wetter Leute Skifahren sind und im Schnee sind und ist wieder mehr Thema auf jeden Fall. Das Reisefieber hat viele gepackt. Trotz gestiegener Preise wird aktuell viel gebucht, sagt Reisebürobesitzerin Anke Dannesberger. Viele Kunden sagen, wir waren jetzt 2 Jahre nicht in Urlaub, es ist vollkommen egal, wir buchen jetzt und auch wenn es teuer ist, wir möchten uns was Gutes leisten. Vor der Pandemie wurden die Reisen sehr weit im Voraus gebucht. Es gab ja auch den Frühbucherrabatt, darauf waren sehr viele Kunden visiert. Heutzutage ist es so, dass man eigentlich eher knapp bucht, knapp vor dem Abflug. Wichtig aber wäre, sich zusätzlich abzusichern. Wenn Kunden nicht reisen können, weil sie jetzt kurzfristig Corona bekommen vor ihrem Abflug, dann hoffe ich, dass sie eine Reiserücktrittsversicherung gemacht haben. Ansonsten müssen sie die normalen Stornierungsgebühren bezahlen. Eine Versicherung aber kann viel Geld sparen. Wir wollten im Roten Meer tauchen. Leider war meine Freundin dann positiv, ich negativ. Aber wir konnten dann deswegen nicht nach Jordanien einreisen. Aber wir haben noch das Visum, das ist noch 1 Jahr gültig. Und auch, wir haben das Geld zurückbekommen vom Hotel. Und wir haben gebucht nach Dubai, fliegen diese Woche Freitag und die Freude ist so groß wie schon lange nicht mehr. Und damit die auch so groß bleibt, gibt es mittlerweile ein Corona-Sorglos-Paket. Was es neu auf dem Markt gibt, ist die Corona-Versicherung. Das bedeutet, wenn man jetzt vor Ort Corona bekommt, muss man ein Corona-Hotel bezahlen, den Rückflug umbuchen und alle Unkosten werden damit aufgenommen. Und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Und so werden die Urlaubsträume dieses Jahr wohl endlich wahr. Hoffentlich. Und für alle, die gerade einen Urlaub planen, hat Kai Rodegra noch guten Rat. Er ist ja Anwalt für Reiserecht. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind. Ja, ich freue mich auch. Gibt es denn noch Hürden bei der Einreise oder wenn man dann zurückkehrt aus dem Urlaub? Irgendwelche Testpflichten beispielsweise? Also erstmal kann ich echt Entwarnung geben. Alle Reiseländer machen eigentlich auf Erleichterungen. Gleichwohl muss man sich tagesaktuell noch über die Einreisebestimmungen des jeweiligen Ziellandes informieren. Und bei der Rückreise haben wir immer noch die Corona-Einreiseverordnung für Deutschland. Das bedeutet, alle Personen ab 12 Jahren müssen bei der Wiedereinreise einen Test vorlegen oder genesen sein oder geimpft sein, mehr aber nicht. Quarantänepflicht ist weg, denn da in diese Quarantäne müssen bei Rückreise ja nur Ungeimpfte, wenn sie aus einem Hochrisikogebiet zurückkommen. Und diese gibt es zurzeit gar nicht. Darum auch hier Entwarnung. Heißt aber, die Ungeimpften zumindest, die müssen sich noch testen lassen. Die müssen sich testen lassen und die anderen müssen eben ihren genesenen Ausweis mitnehmen oder den Impfausweis. Dann gibt es ja nicht nur Corona, es gibt ja auch noch die Inflation. Energiepreise werden teurer, Kerosin sicher auch. Könnte es sein, dass irgendwann die Reiseveranstalter für jemanden, der jetzt noch schon eine Reise gebucht hat, ihm trotzdem noch versuchen, einen Teil der Kerosinpreise irgendwie auf den Preis, also quasi unterzujubeln? Ja, das kann tatsächlich passieren für Pfingst- oder Sommerreisen. Da steht sogar auch im Gesetz, dass diese Möglichkeit vorhanden ist. Aber der Reiseveranstalter muss schon im Rahmen der Buchung den Kunden ganz genau darauf hinweisen. Das macht er oft durchs Kleingedruckte und auch in dem Formblatt, was er übergeben muss. Da steht sowas auch drin. Aber er darf es machen, wenn die Treibstoffpreise sich erhöhen. Aber er muss es spätestens 20 Tage vor Reiseantritt mitteilen. Und jetzt kommt ein Rettungsanker für den Kunden. Wenn die Reise mehr als 8% teurer werden soll, dann darf der Kunde sagen, nö, lieber Veranstalter, ich will nicht mehr, ich will mein ganzes Geld wieder und ich buche dann woanders. Also gibt es eine Grenze, aber rechnen Sie damit, dass die Veranstalter das wirklich machen? Ja, rechne ich schon mit, denn die Airlines werden auch die erhöhten Treibstoffkosten an die Reiseveranstalter weitergeben und der Gesetzgeber hat den Veranstaltern diese Möglichkeit eingeräumt. Dann gibt es Corona, Inflation haben wir besprochen, dann gibt es leider noch den Ukraine-Krieg. Wird der das Reisen der Hessinnen und Hessen in irgendeiner Form beeinflussen? Ja, das ist ein großes Thema. Ich kriege da sehr viele Anfragen, weil viele einfach
ja nicht nur keine Lust mehr haben, sondern auch Ängste, Sorgen mit in den Urlaub nehmen. Und die fragen dann eben, können wir deswegen kostenfrei zurücktreten? Und das muss ich verneinen. Kostenfreier Rücktritt bei einer Pauschalreise ist dann möglich, wenn am Zielort es zu Reisebeginn zu erheblichen Beeinträchtigungen kommt, die zu erwarten sind oder zu einer Gefährdung. Und die Reiseländer, die sind ja zum Glück von dieser Kriegslage nicht betroffen, außer vielleicht Ostseekreuzfahrten. Da wird jetzt oft das Ziel St. Petersburg rausgenommen. Das ist dann tatsächlich auch ein Reisemangel, wenn der versprochene Hafen nicht mehr da ist. Aber es rechtfertigt nicht zum kostenfreien Rücktritt. Der ein oder andere, der sich nicht dauernd mit der Thematik beschäftigt, wird vielleicht auch denken, hoffentlich fliege ich mit einem Flugzeug nicht übers Kriegsgebiet. Aber da ist keine Gefahr, oder? Da ist keine Gefahr. Über die Ukraine fliegen keine Verkehrsmaschinen und über Russland, da dürfen EU-Maschinen gerade nicht fliegen, verbieten uns die Russen. Umgekehrt dürfen die auch nicht über Europa fliegen. Also was sich ändern könnte, sind Flugzeiten, dass da mal 1-2 Stunden draufgelegt werden. Aber großartige Beeinträchtigungen, damit rechne ich eigentlich zur Osterwelle jetzt nicht. Was passieren könnte in Sachen Corona, dass vielleicht irgendwann die nächsten Monate noch mal eine neue Variante auftaucht. Warum sind dann Pauschaltouristen eventuell besser dran? Ja, der Pauschaltourist kann kostenfrei von der Reise zurücktreten, wenn es nach der Buchung eben zu einem Problem kommt zum Reiseantritt, was die Reise erheblich gefährlich macht. Und wenn man jetzt überlegt, im Sommer kommt vielleicht eine Virusvariante oder im Herbst und ich habe jetzt schon gebucht, dann kann der Pauschaltourist kostenfrei zurücktreten, wenn das noch nicht absehbar war. Und der Individualtourist, der kann das nicht. Wenn der Flieger trotzdem fliegt, muss er bezahlen, wenn er zu Hause bleibt, zumindest Stornokosten. Also es gibt Vor- und Nachteile beider Reiseformen. Vielen Dank, dass Sie uns aufgeklärt haben. Wir sprechen gleich noch über ein ganz anderes Thema. Danke bis hierhin. Zum Reisen kann ich festhalten, so eine Corona-Schutzpolice, das klang ja im Beitrag an, die kann sehr, sehr sinnvoll sein. Pauschalreisende, das haben wir eben gehört, haben mehr Rücktrittsrechte, falls neue Corona-Varianten auftauchen. Und Kerosinpreise, ja, die dürfen in ganz engen Grenzen nach einer Buchung noch weitergegeben werden an die Kunden.